Wir haben den Bosch Einhell, Ryobi, Bosch hier, Makita, da. Genau. Ich selbst hatte den Vorgänger, also quasi sein Urgroßvater oder irgendwie sowas. Mein Name ist Pupsi BH. Hallo, hallo. Hallo Werkzeugfans, willkommen bei GoTools TV. Mein Name ist Sebastian und wir haben einen Klassiker, und zwar das Thema Akkuschrauber. Und bei Akkuschrauber ist es so, dass ihr immer wieder sagt, Mensch, testet doch auch mal günstige Marken, testet doch mal wirklich günstige Akkuschrauber. Und genau das machen wir heute. Und zwar haben wir hier einen Einhell-Akkuschrauber, und zwar den günstigsten Akkuschrauber, den wir jemals in einem Test hatten. Wir haben Ryobi, wir haben Bosch DIY oder DIY Home and Garden, glaube ich, wie es jetzt heißt. Also ein Bosch grün Akkuschrauber mal im Test. Hatten wir seit Ewigkeiten oder vielleicht sogar noch nie, weiß ich nicht. Und dagegen halten wir Folgendes, und zwar sind es die günstigsten, die wir wirklich gefunden haben. Dagegen halten wir Folgendes, und zwar der günstigste von Makita und der günstigste von Bosch Professional. Und schauen mal, sind die wirklich besser? Sind die nicht sogar wirklich besser? Und wie ist das Preis-Leistungs-Verhältnis? Das in diesem Test. Wir werden testen. Oder das in diesem Video auf jeden Fall. Wir werden testen. Und das siehst du hier gleich. Für euch nochmal der Hinweis, es gibt wie immer einen 250 € Gutschein. Alles, was du machen musst, ist einfach unten mal zu kommentieren, etwas zu diesem Video und vielleicht die Frage, hast du schon mal so einen in der Hand gehabt und wie findest du eigentlich Bosch Grün? Sehr häufig haben wir genau solche Akkuschrauber hier im Test, genau den hier oder zum Beispiel auch von Bosch, den 150C. Das ist ein 135 Newtonmeter Akkuschrauber Monster. Ein Akkuschrauber, der wirklich so viel Kraft hat, dass du einen Zusatzhebel brauchst. Ein Akkuschrauber, der so viele Funktionen hat, der so viele Sonderfunktionen, Sicherheitsfeatures hat. Genau das haben wir sehr, sehr häufig hier bei uns im Test. Aber ihr habt gesagt, testet doch mal die einfachsten Akkuschrauber, die ihr so findet, von den günstigen Marken. Und genau deswegen haben wir die günstigen, gängigen Marken hier. Wir haben übrigens aus einem bestimmten Grund auch Scheppach nicht dabei, weil da gibt es einfach keinen aus meiner Sicht vernünftigen Akkuschrauber, weil wir haben vor kurzem den auch mal getestet, verlinke ich dir hier oben, wo er uns abgebrannt ist. Und da haben wir gesagt, nee, den nehmen wir heute raus, aber das allseits beliebte Bosch Grün, und zwar den Easy Drill haben wir heute hier am Start und den wollen wir heute wirklich mal testen und mit den anderen vergleichen. Und genauso machen wir es auch mit Ryobi und mit Einhell, weil ihr habt gesagt, nehmt doch auch mal bitte diese Marken mit dazu. Und ich habe nur die beiden hier dabei, damit ihr das in Relation setzen könnt. Und vielleicht schneiden sie ja gar nicht so gut ab, das werden wir gleich sehen, aber erst einmal, welche Akkuschrauber haben wir eigentlich? Wir haben den Einhell TC CD 1835 Li, den Bosch Home and Garden Easy Drill 18V40, den Ryobi R18 DD3, den Bosch GSR 18V21, und den Makita DDF 487. Normalerweise kann ich euch die Preise mal super aus dem Kopf sagen, aber hier ist es ein bisschen verrückt, weil wir haben hier mit Akku, ohne Akku, ein Akku, zwei Akku, Koffer und Und ich versuche auf meinem kleinen Spickzettel das für euch mal richtig gut zusammenzufassen. Denn der Einhell, der ist mega crazy. Der kostet mit einem Akku, so wie er hier ist, 52 €. 52 € mit Akku und dem Gerät an sich. Solo kriegst du ihn schon für 28 €, wenn du im Einhell-System unterwegs bist. Das ist schon echt krass. Und ich sage euch eins, 28 €. Man muss wirklich, also ihr seht auch hier Testergebnis von dem Gerät, aber 28 €, wenn ihr euch mal überlegt, da ist Mehrwertsteuer drauf, da sind wir schon unter 25 €. Jetzt haben wir noch Fracht, Materialkosten und so weiter und so fort. Das ist so wenig, für was dieser hergestellt wird, das ist irre. Ja? Und natürlich auch Einhell will natürlich auch ein bisschen Gewinn machen. Das ist schon echt heftig, für wie wenig so ein Akkuschrauber heutzutage, also so ein Stück Technik hergestellt wird. In einem anderen Video habe ich den übrigens ja schon mal zusammengebaut. Ich hoffe, das kam hier vor. Weil wenn ja, dann kann ich es euch hier mal verlinken, weil dann sehen wir auch mal, was hier eigentlich drin ist. Das ist echt wenig. Aber das soll ich eigentlich mehr Akkuschrauber auseinandernehmen? Wollt ihr da mal mehr reingucken? Schreibt das mal ruhig unten in die Kommentare, weil dann könnte man mal gucken, ob das Planetengetriebe hier, das Getriebe hier aus Kunststoff ist oder aus Metall. Aber das mal am Rande. So, okay, also wir haben hier einen Preis von 50 €. Hier bei Ryobi haben wir einen Preis von rund 93 €. Also hier sind wir bei 93 € mit Akku, mit allem drum und dran. Und ja, es sind sehr feine Preise. Ob das genau heute, wo du das Video guckst, noch stimmt, schau mal einfach mal unten in die Videobeschreibung. Da findest du den ehrlichen Preisvergleich. Oder gehst du auf gotools.de, da findest du auch die aktuellen Preise. Oder du machst Folgendes, du klickst hier oben drauf. Da sind nämlich nochmal alle technischen Daten auf einen Blick im großen Werkzeugvergleich. Und dann hast du auch wirklich alles da, kannst du jetzt nochmal ausdrucken. Da hast du auch alle Infos nochmal zu den Preisen
Preisen, auch die aktuellen Preise und so weiter und so fort. Und das Fazit vom Video steht da auch schon. Und du kannst abstimmen. Du kannst mich abstimmen, was ist dein Lieblingsakkuschrauber? Vielleicht ist es ja der hier oder der da. Werden wir nachher sehen. Gut, dann haben wir hier Bosch, da sind wir beim Preis von etwas über 80 € mit einem Akku. Ja, hier so 80, 90 €. Bei dem hier, bei Bosch Professional, sind wir schon bei 154 €, aber da gibt es nur so einen mit 2 Akkus. Also vielleicht sind wir sogar, wenn wir den jetzt runterrechnen, so bei 100, 120 €, wenn wir jetzt fair rangehen. Bei Makita ist es so, wir sind bei 228 €. Aber, das ist ganz wichtig, wenn wir den Solo kaufen, ohne Akkus, kostet er sogar auch nur 100. Ja? Sodass du wirklich hier ein bisschen aufpassen musst. In Summe ist es aber so, wir können hier, sagen wir bei denen hier allen im Solo-Bereich reden, zwischen 80 und 100 €. Das kostet wirklich alle im Solo-Bereich, der hier 28. Wir können jetzt über eine Sache reden, und zwar über das Thema Kraft. Aber irgendwie macht das gar keinen Sinn. Warum? Weil, auch hier nochmal zur Sicherheit, mein schlauer Zettel. Warum macht das keinen Sinn? Normalerweise gibt es eigentlich 3 Drehmomente, die angegeben werden. Und mindestens 2. Der weiche Schraubfall, der harte Schraubfall und das maximale Drehmoment. Maximal lassen wir mal außen vor, das ist auch so schwierig zu messen, aber zumindest diese 2 würde ich erwarten. Das machen die aber nicht alle. Natürlich, Makita und Bosch geben alle 3 Dinge an. Das ist kein Thema. Aber bei den anderen wird es schwierig. Einhell zum Beispiel gibt nur das harte Drehmoment an. Warum? Weil das Weiche so niedrig ist? Ich weiß es nicht. Sie geben es einfach nicht an. Ryobi, also Einhell, sagt hier 35 Newtonmeter im harten Schraubfall. Bei Ryobi haben wir hier im harten Schraubfall gar nicht angegeben. Wir wissen es nicht. Nur das maximale Drehmoment sind 55 Newtonmeter. Was ist denn jetzt hart? Das Weiche, was weiß ich? Ja, weiß keiner. Bei Bosch ist es so, bei Home & Garden, die sagen wieder, oh, alles klar, machen wir. Da geben wir es an. Wir haben auch 32 Newtonmeter im harten Schraubfall. Also die beiden sind eigentlich vergleichbar. Und hier haben wir 21 Newtonmeter und hier haben wir 25 Newtonmeter. Hier haben wir 55 Newtonmeter und hier haben wir 40 Newtonmeter. Aber kompletter Quatsch. Warum? Wir werden uns gleich mal oder später die Testergebnisse angucken und die passen überhaupt nicht zu Newtonmetern. Erstmal schauen wir uns aber die Geräte mal im Detail an. Arbeiten wir uns mal hoch, wir fangen mit Einhell an. Wir sehen hier, wir haben ein relativ schlankes Design, schön gummiert, das ist wunderbar. Sehen auch hier, das ist auch sehr leichtes Gerät, wir können es schön umgreifen, ja, können hier schön drücken, das funktioniert, rechts, Linkslauf, alles da. Ansonsten haben wir hier nichts Besonderes an dem Gerät, auf das wir eingehen müssen, außer wir haben hier eine Leuchte, aber die leuchtet sogar ein bisschen nach, was nicht alle Geräte machen. Das finde ich ganz gut. Und hier haben wir auch schon die Akkuanzeige. Auch das hier macht total Sinn. Und den Akku kann man auch leicht ab und rannehmen. Gerade bei solchen Billiggeräten ist es häufig so, dass es hakelt. Hier überhaupt nicht der Fall. Das funktioniert. Aber was ein bisschen verrückt ist, ist Folgendes. Dieses Gerät hat nur eine Drehzahl. Und zwar maximal 550 Umdrehungen. Natürlich kann ich es auch fein justieren, aber normalerweise haben alle anderen Geräte haben 2 Gänge, wie hier zum Beispiel Gang 1 und Gang 2. Hat er einfach nicht. Das ist schon krass. Also macht das natürlich günstiger, weil ich brauche hier kein Getriebe, um das nochmal zu übersetzen. Sprachenlernen Bubble. Und deswegen ja, vielleicht auch so günstig. Das ist Nummer 1. Nummer 2, was ich echt blöd finde, aber auch wiederum ein bisschen Sinn macht, das Gerät hat ja relativ wenig Kraft. Und die anderen Geräte aber auch nicht so viel. Sei es drum. Einer hat aber gesagt, naja, wir spendieren diesem günstigen unter 30 € Bomber nicht mal ein großes Bohrfutter. Denn jedes andere Gerät, wie jetzt meinetwegen Ryobi, hier ist es so, wir haben ein 13 mm Bohrfutter, das heißt, wir können... Das hat niemand gesehen. Wir haben hier ein 13 mm Bohrfutter. Das sind aber schlüpfrige Scheißerchen hier. Jetzt habe ich eine Delle hier im Tisch. Spachtel macht's weg. Okay, also bei dem ist es so, das hier können wir natürlich benutzen, hier einführen und auch festziehen. Können wir nehmen. Hier bei Einhell keine Chance. Wir haben hier ein 10 mm Bohrfutter. Das kennen wir in der Regel nur von 12 Volt Gerät. Das hat nicht kein 18 Volt Gerät. Hier können wir nur klassische, sowas wie das hier in eine Hexaufnahme reintun oder Bohrer bis 10 mm. Das finde ich ein bisschen oll. Ach und übrigens, das Einhell ist ein kleines Funkenmariechen.
Ryobi ist ja schon wieder eine ganz andere Hausnummer. Ein viel, viel größeres Gerät, auch viel schwerer, ein sehr massiver Motor, halt kein bürstenloser Motor, sondern wir haben hier Bürsten drin und deswegen ist der Motor auch noch größer, ein bisschen kräftiger und nicht so schlank wie andere Motoren, weil wenn ihr das jetzt mal vergleicht, wie zum Beispiel hier mit Makita, andere Hausnummer, weil der Motor eben auch wirklich kleiner ist. Dann ist es so, dass wir hier bei Ryobi ein anderes Batteriesystem haben. Die meisten anderen schieben wir da so rein. Hier haben wir aber dieses und der 5 Ampere ist natürlich auch ordentlich schwer. Es gibt ja auch kleinere, haben wir jetzt aber hier nicht genommen, weil wir wollten beim Test auch, ja, ehrlicherweise haben wir eigentlich das genommen, was wir gerade zur Hand hatten. Na egal. So, dann haben wir hier aber 2 Gänge, das ist kein Problem, ist da, 13 mm Bohrfutter. Wir haben hier auch eine Leuchte, aber die leuchtet immer nur genau in dem Moment, wenn ich drauf drücke. Und eigentlich ist es ja eine Leuchte, die das Arbeitsfeld beleuchten soll. Und das ist eigentlich cool, wenn man drückt mal kurz drauf und dann geht man da hinten, leuchtet es aber nicht nach. Man muss immer so ganz leicht drehen. Das ist alles blöd. Also die Arbeitsleuchte finde ich ein bisschen schade. Schön ist, dass man hier vorne seinen Bit da reintun kann, aber eben auch nur diesen Standard-Bit. So, ich benutze sowas eigentlich nie. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr sowas hier benutzt. Aber egal. Das Gerät selbst ist relativ schwer. Ansonsten ist ja nichts so groß dran. Was man bedenken muss übrigens, viele fragen immer, auch hier gibt es ja eine Batterieanzeige und eine Akkuanzeige in dem Fall. Ja, das ist Ryobi. Kommen wir zu Bosch Grün. Das ist so der Klassiker. Ja? Ein absoluter Klassiker, haben super viele von euch zu Hause. Nein, nicht zu Hause, doch zu Hause. Im Haus. Auf jeden Fall habt ihr das irgendwo. In der Garage oder auch zu Hause, ist ja auch egal. Also, wir haben das Gerät jedenfalls und bei dem ist es so, ich selbst hatte den Vorgänger, also quasi sein Urgroßvater oder irgendwie sowas, hatte ich zu Hause. Kennt man auch bei Helden in der Werkstatt, viele Videos auch mit genau so einem grünen Akkuschrauber gemacht und das ist ein solides, gutes Gerät. Auch beim Hausbau habe ich das super viel benutzt. Ich habe mein Dach mit tausenden von Schrauben mit genau so einem gemacht und das funktioniert schon. Der würde auch tausende von Schrauben schaffen, also das ist nicht das Thema. Aber man merkt schon, es ist ein relativ günstiges Gerät. Also erst einmal, hier fehlt unten die Gummierung. Das finde ich schade, hat mich damals schon mal genervt, weil hier unten, dadurch, dass keine Gummierung hier ist, festigt der nicht, ist der, wenn du rutscht, schon mal ein bisschen hin und her. Das hast du hier zum Beispiel nicht. Hier hast du ja überall Gummierung, bei allen anderen auch. Das fehlt mir hier so ein bisschen. Dann ist es hier auch so, wenn ich arbeite, die Leuchte geht immer sofort aus. Was bei vielen auffällt ist, wir haben jetzt mal den ersten Gang, das hörst du jetzt auch, es dauert gefühlt immer so ein bisschen, bis er hochtourt. Das hast du bei anderen Geräten nicht so. Ja. Verstehst du, was ich meine? Das ist so eine Sache. Im zweiten Gang, es geht. Im zweiten Gang war es früher sogar noch schlimmer, aber das geht. Wobei, schlimm ist immer relativ. Wenn man jetzt eine halbe Sekunde braucht und das Gerät auch voll tun, das ist egal. So, ansonsten ist das Gerät völlig, ja, da ist nicht viel zu sagen. Du kannst die Drehmomentstufe hier einstellen, du kannst das Ganze hier auf Max stellen, Bohrfutter hier 13 mm. Das war's eigentlich. Ist ein relativ schlankes Design, wo nicht so viel dran ist. Was ich an dem immer cool fand, war, das Design tut nie weh. Aber das ist so meine persönliche Meinung. Kommen wir zu Bosch Professional. Das erste Gerät von Bosch Professional, das kleinste, leistungsschwächste und älteste, glaube ich, auch Modell, was man momentan kaufen kann. Wobei, kann man auch den VLI kaufen? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall der 21er, uralt, auch technisch uralt. Kein Brushless-Motor, aber wir haben 2 Gänge. Ja, das ist kein Ding. Auch hier die LED. Leuchtet nicht nach. Geht nicht. Finde ich schade. Wir haben hier aber 13 mm Bohrfutter. Ja, das war es eigentlich. Ja. Es ist solide gummiert, solides Gerät, kann eine ganze Menge, sehen wir euch auch gleich, aber nicht mehr Stand der Technik. Und wir haben hier bedeutend neuere und moderne Geräte inzwischen von Bosch, wie der 45er, 55er oder so, die man für wenig mehr Geld auch schon kaufen kann. Ja, also das nur mal als Hinweis. Aber wir haben gesagt, nein, wir nehmen den günstigsten. Jetzt kommen wir zu Makita, andere Hausnummer. Hier hast du das Gefühl, modernes, schönes, schlankes Gerät. Das erste Gerät, was brushless ist. Das heißt, das Gerät ist sehr schwer dazu zu bringen, dass es durchbrennt. Ich zeige euch hier mal ganz kurz ein Bild, oder überblende kurz mal ein Bild, was passiert, wenn ihr einen Akkuschrauber misshandelt. Ja, was passiert dann? Er geht quasi in Flammen auf oder hier in dem Fall in Rauch auf. Das kann passieren.
Und das ist auch nicht so ungewöhnlich bei älteren Geräten, die brushed sind und keine Temperatur wachen. Und dann geht der Motor wirklich flöten, dann brennt das Gerät durch. Im Zweifel könnte es auch passieren, dass es wirklich zu brennen anfängt. Da müsst ihr aufpassen. Haben Sie hier bei dem hier auf jeden Fall nicht. Ihr habt ein brushless Gerät und das ist richtig gut. Da kommen wir gleich zu. Aber wir haben hier ein sehr kleines, schlankes Gerät. Vergleicht doch mal, nur mal kurz die Länge. Schaut mal, wie viel kürzer das Gerät ist. Ja, auch mal zu dem Gerät. Oder hier. Schau mal, wie kurz das ist und genauso auch bei Einhell. Ja, wir haben ein viel kürzeres Gerät, weil wir eben wirklich so eine neue Baureihe haben oder ein aktuelles Gerät. Aber es ist das günstigste, was wir gefunden haben und das kleinste, was wir gefunden haben von Makita. Und deswegen wollten wir es ja auch testen. Und jetzt machen wir Folgendes. Jetzt gehen wir mal in den Test rein und schauen wir mal, was die Geräte können. Als erstes machen wir jetzt mal Folgendes, und zwar, wir nehmen hier einen Forstner-Bohrer, und zwar genau den hier mit 54 mm Dicke und einer selbst schneidenden Zentrierspitze. Dadurch ist es so, dass nicht ich den Druck vorgebe, sondern das macht der Forstner-Bohrer selber, indem er sich in das Material hineinzieht. Das ist schon eine ordentliche Herausforderung. Und was haben wir? Wir haben schon unser erstes Problem. Warum? Weil wir haben ja hier unser 13 mm Forstner-Bohrer und da geben wir dem Einhell dann so was richtig Leichtes, und zwar das einen 32 mm Flachfräsbohrer. Und ihr seht jetzt Folgendes, wir nehmen den Einhell, den 32 mm Flachfräsbohrer, und was passiert? Er bekommt es nicht hin. Und zwar bekommt er nur ein paar Millimeter das Ganze hier ins Holz rein und gibt dann schon auf. Also das war so gar nichts. Naja, also müssen wir bei den anderen Geräten erstmal damit weitermachen. Kommen wir zu Ryobi und dann natürlich auch Flachfräsbohrer. Ryobi ist komplett durchs Material durchgewandert. Das hat zwar ein bisschen gedauert und war ein bisschen Arbeit, aber Ryobi hat es geschafft. Das kann man von Bosch nicht sagen. Bosch hat nach 34 mm aufgegeben. Und übrigens, wir haben den Test mehrmals gemacht und immer etwa an derselben Stelle ist das Ganze hängen geblieben. Das heißt also 34 mm und das war's schon. Ja? Bei unserem Bosch Blau ist es so, dass wir hier sogar noch weniger geschafft haben mit dem. Nämlich hier sind wir reingekommen, nur im Schnitt 30 mm. Mehr war es nicht. Das ist schon krass, wenn man sich das überlegt. Ja, der Ryobi hat es geschafft, der Bosch nicht. Was hat Makita gemacht? Kein Problem, schaffe ich, bums, durch. Als nächstes machen wir jetzt Folgendes. Und jetzt geht es an die Schlangenbohrer. Und da haben wir nicht irgendeinen genommen, sondern auch hier unseren großen Schlangenbohrer. 40 mm Durchmesser und sind jetzt hier ins Material reingegangen. Und auch hier seht ihr, hat nicht jeder geschafft. Jetzt geht es also um unseren Schlangenbohrer. Und da sind die Ergebnisse schon ganz verrückt. Und denkt dran, hier ist es sehr interessant, wie viel Kraft hat das Gerät eigentlich so auch im harten und maximalen Drehmoment. Warum? Weil, wenn du hier vorne schraubst, kein Problem, aber dann triffst du das erste Mal mit massiv viel Material drauf. Dann hast du so einen riesen Peak und dann geht es ein bisschen runter von der Last. Und dann, je weiter du reinkommst, wird es immer und immer schwerer, weil die Reibkräfte hier sind enorm. Und du musst ja hier auch die Schwere nach hinten bringen. Na gut, wie ist das Ergebnis für Einhell? Einhell hat nicht teilgenommen, weil wir haben ja auch kein großes Bohrfutter. Und jetzt haben wir gesagt, jetzt ist das halt so. Ja, dann ist halt Einhell halt raus. Bei Ryobi war es so, wir sind 25 mm hier ins Material reingekommen. Ja, das war, glaube ich, auch genau diese Stelle. Ja, genau, 25 mm. Das ist nicht doll, aber immerhin sind wir ein bisschen reingekommen. Hier an der Stelle, naja, das ist Bosch Grün. Wir sind hier genau 6 mm ins Material rein und er hat dann sofort aufgegeben, als er auf das harte Material gekommen ist. Und das ist ein bisschen schade, aber am Ende ist es so, wie es ist. Als nächstes sind wir bei unserem großen, bei Bosch Blau, sind wir satte 55 mm. Das ist dieses Loch hier hineingekommen und sind da schon nah am Durchkommen gewesen. Und der Einzige, der es geschafft hat, war Makita. Der ist ohne Probleme, zack, bumm, durch und hat das Ganze natürlich geschafft. Und wir merken jetzt immer mehr, dass dieses moderne Gerät mit Brushes und so weiter und so fort, das ist nun mal das Schwächste, was Makita zu bieten hat. Hat schon beide Tests ohne Probleme geschafft. Jetzt geht es weiter und jetzt wird es ganz verrückt, nämlich jetzt geht es hier an unsere große Schraube hier in diesem Schraubblock.
Beim Akkuschrauber wollen wir doch wissen, was können Sie denn schrauben? Weil das ist eigentlich das Hauptthema. Wir wollen Schrauben irgendwo reinschrauben. Und ja, das ist eine sehr große Schraube. Und ja, das ist nicht das, was ihr jeden Tag machen würdet. Aber wir wollen ja wissen, was ist der Grenzbereich. So eine kleine 3x30er kann jeder hier reinschrauben und auch ein paar hundert Mal. Das ist überhaupt kein Problem. Aber wir wollen wissen, was geht und was geht nicht. Und jetzt ist es so, dass wir bei dem hier ein Problem haben. Also nicht bei dem Akkuschrauber, sondern bei der Schraube. Und bei Einhell. Einhell hat es geschafft, diese 10x340er, ja, satte 4 cm in das Holz zu bringen. Das sind 4 cm. Das ist nicht viel. 4 cm, das war's. Ja, einfach nichts. Das ist alles. Wenn wir jetzt hier bei Ryobi schauen, Ryobi hat Folgendes gemacht, der hat einfach durchgezogen. Der hat einfach gesagt, ja, das machen wir einfach mal rein. Ja, und hat die Schraube ganz normal komplett ins Material reingebracht. Und hier bei Bosch ist es so, hier haben wir die Schraube leider auch nicht komplett versenkt. Hier haben wir 220 mm, also 22 cm ging sie rein und dann war Schluss. Wie gesagt, wir haben das auch einige Male gemacht, der Test, aber mehr war einfach nicht drin. Beim 21er, also beim Bosch Blau, haben wir sie aber auch nicht komplett versenkt. Das Gerät ist einfach zu alt und nicht mehr modern genug. Das Gerät schafft diese Schraube einfach nicht zu versenken. Die nächstgrößeren, die nächstteuren Geräte von Bosch Blau, die schaffen das, ohne Frage. Aber wir wollten ja wirklich das schwächste Gerät nehmen. Und deswegen sehen wir hier, nach 30 mm war einfach mal Schluss. Ende aus Mickey Maus. Und dann gucken wir uns noch Makita an. Was hat Makita gemacht? Ja, Makita hat einfach gesagt, das ist doch kein Problem. Was machen wir hier? Ja, Schraube, so ein kleines Ding, schrauben wir einfach mal ohne Probleme hinein. Kommen wir zum Fazit und auch ein persönliches Fazit. Wir haben jetzt Folgendes gesehen. Der Einhell hier, der hat quasi nichts geschafft von all den ganzen Sachen. Ist das ein schlechter Akkuschrauber? Nicht unbedingt. Wenn du sagst, ich will den billigsten Akkuschrauber für kleine Schrauben haben, habe keine hohen Ansprüche, kannst du den Einhell nehmen, der funktioniert. Also es ist jetzt nicht so, verstehst du auch nicht falsch, das ist kein Einhell-Diss und das ist ganz, ganz schlimm. Überhaupt nicht. Wenn du nur kleinere Sachen machst, der Einhell funktioniert, aber in unserem Test war er mit Abstand das schlechteste Gerät und hat am wenigsten geschafft. Im Grenzbereich. Bei den beiden ist es so ein bisschen indifferent. Ja? Ich würde die beiden auch durchaus auf derselben Leistungsklasse sehen. Beim einen war der besser, beim einen war der besser. Der Bosch Blau würde ich noch einen ganz kleinen Tick vorne sehen, aber es ist nicht so, dass wir jetzt hier einen riesen Unterschied haben. Man muss aber sagen, dass zwischen der Entwicklung dieses Geräts und diesem Gerät hier wahrscheinlich 10 oder mehr Jahre liegen und das natürlich wesentlich neuer und moderner ist, aber eben ein relativ günstiges Gerät, kein Bosch ist und so weiter und so fort. Hier bei Ryobi hat mich komplett überrascht, wie stark das Gerät war im Verhältnis zu den anderen und auch im Verhältnis zum Preis. Weil es ist ja nicht teurer als der hier, ja. Und das ist auch nicht wesentlich teurer als der hier. Und er hat bei den meisten Sachen einfach mal durchgezogen. Das fand ich echt krass. Und der Ryobi hat einen echt guten Dienst gemacht. Man sieht aber auch, was der Unterschied ist einfach zu so einem Gerät, so einem Bosches Gerät, einem solchen Motor. Und man sieht aber eigentlich auch Folgendes. Der hier ist angegeben mit 40 Newtonmetern. Hier, der hier zum Beispiel mit 55. Und trotzdem hat er viel weniger geschafft als der. Der hat einfach alles durchgeschraubt, durchgebohrt und so weiter und so fort. Das ist schon wirklich krass. Und deswegen das Makita-Gerät hier ist auch dieser kleine, einfache Akkuschrauber, der macht einen richtig guten Dienst. Wenn ihr euch übrigens, das ist mal ganz wichtig, für das Gerät interessiert, machen wir mal einen Zusatzservice für euch. In dem Preisbereich knapp 100 Euro, ein paar Euro mehr und ein paar Euro weniger, gibt es schon ein Gerät, was noch stärker ist als das. Das ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Auch auf GoTools könnt ihr auch noch mal schauen. Weil hier ist es einfach so, dass wir dich für ganz, ganz wenige Euro mehr bekommst, ein Gerät, was noch besser, noch stärker und so weiter ist. Aber das musst du für dich, wie gesagt, entscheiden, was eben das richtige Gerät ist. Wenn du sagst, ich fühle mich eher hier heimisch, überhaupt kein Problem. Ich wollte euch vor allem eine Sache zeigen, wo sind denn eigentlich die Unterschiede und wo ist denn die Spreizung auch zum so einem Hersteller. Schreibt mal unten in die Kommentare, schreibt mal bitte unten in die Kommentare, jetzt überschlage ich mich schon, ob ihr sagt, soll ich von dem hier zum Beispiel den großen, den EasyDrill 50 oder 60 nochmal ausprobieren oder einen größeren Ryobi oder größere Einheit, soll ich nochmal eine größere Testreihe machen? Rein in die Kommentare. Ich selbst denke auch nochmal drüber nach und ich glaube, für heute ist für mich jetzt mal Feierabend. Ran ans Werkzeug und bis zum nächsten Mal.